Beginn der Schuhindustrie waren Arbeitszeiten von 11 bis 12 Stunden täglich die Regel. Und auch samstags wurde gearbeitet. Dennoch war die Arbeit in der Schuhfabrik begehrt. Denn es gab fast nur die Alternative, auf den sandigen und unfruchtbaren Waldböden rund um den Ort Ackerbau zu betreiben. Der Waldbauer hatte freilich fast immer einen 16-Stunden-Tag und trotzdem reichte es zu Hause hinten und vorne nicht. Wie eine Arbeitsordnung aus dem Jahr 1912 belegt, herrschte in den Schuhfabriken ein autoritäres Regiment. Rechte hatte nur der Arbeitgeber, der zum Beispiel verfügte, dass der Zugang zum Betrieb mit Beginn der Arbeitszeit um 7 Uhr geschlossen wurde. Wer zu spät kam, wurde erst wieder um 9 Uhr eingelassen, verlor so den Lohn für 2 Stunden und musste zudem eine Geldstrafe von 1 Mark zahlen. Das Singen und Pfeifen war aufs Strengste untersagt, wer mangelhaft arbeitete, musste mit Abzügen beim recht kargen Lohn rechnen. Das macht deutlich: Die Arbeit in der Fabrik war kein Zuckerschlecken. In den Schuhfabriken herrschten nicht nur in den ersten Jahrzehnten Arbeitsbedingungen, die alles andere als gesund waren. Die Luft in den Fabrikationsräumen war geschwängert vom Geruch der Leder, der Klebstoffe und der Lösungsmittel. In einigen Abteilungen herrschte ein Höllenlärm. Den Arbeitern flogen an den ersten mechanischen Ausglasmaschinen immer mal die Schmirgelbrocken um die Ohren. Modernere Maschinen brachten hier Erleichterung. Dennoch blieb die Arbeit körperlich hart. Durch die Akkordarbeit und die sich ständig wiederholenden Handgriffe klagten nicht wenige Maschinisten aufgrund der jahrelang gleichbleibenden Belastungen über Probleme mit Rücken und Schultern. Zusammengefasst: Wer sein Brot in der Schuhfabrik verdiente, verdiente es sehr, sehr hart, auch wenn sich die Arbeitszeit Stück für Stück reduzierte, bis im Jahr 1965 die 40-Stunden-Woche fast durchgängig realisiert war. Sie wollen mehr Schuhgeschichte erleben? Dann folgen Sie unserem Themenweg und besuchen Sie das Deutsche Schuhmuseum in Hauenstein, das größte Museum seiner Art.